Hi zu Lucky Recipes! Heute kochen wir ein leckeres Garnelenpulau für euch, das festlich und einfach nachzukochen ist. Aromatische Garnelen in saftig-würzigem Basmati-Reis, der locker bleibt und bei dem man jedes Korn erkennt. Kombiniert mit feinen Kokoschips und grünen Bohnen schmeckt unser modernes Garnelenpulau einfach nach Urlaub am Indischen Ozean. Im Zentrum des Rezepts steht natürlich Basmati-Reis und für Biryanis und Pulaus gibt es eine spezielle Basmati-Sorte, die besonders gut die Aromen der Kochflüssigkeit aufnimmt, ohne zu verkleben oder zu brechen. Auch in Kombination mit vielen anderen Zutaten bleibt der Reis daher wunderbar locker und entwickelt ein besonders langes, elegantes Korn, was bei Biryanis und Pulaus total beliebt ist. Den Pulau Basmati erkennt ihr an seiner dunkleren und gelblicheren Farbe. Der klassische Basmati-Reis wiederum hat das stärkere Aroma und kommt auch pur als Beilage zur Geltung. Für unser Rezept nehmen wir den Grand Extra Long Basmati von Tilda, das ist so eine Basmati-Sorte speziell für Pulaus und Biryanis. Solltet ihr ihn nicht bekommen, findet ihr auch eine Anleitung für normalen Basmati-Reis in der Videobeschreibung. Für 4 Portionen Pulau nehme ich 260 Gramm Extra Long Basmati. Ihr findet ihn in indischen oder pakistanischen Lebensmittelgeschäften. Nachdem ich ihn gewaschen habe, schütte ich ihn mit Wasser auf, bis er 780 Gramm wiegt. Ich nehme also doppelt so viel Wasser wie Reis. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Bestandteil von unserem Pulau, und zwar die Garnelen, weil wir machen ja ein leckeres Garnelenpulau und da haben wir uns schöne Tiger Prawns besorgt. Die findet ihr in asiatischen Lebensmittelgeschäften oder ihr könnt auch euren Fischhändler fragen. Wir haben hier küchenfertige Garnelen ohne Kopf und bei denen der Darm bereits entfernt ist. Heute lassen wir die Schale dran, ihr könnt sie bei Bedarf aber auch entfernen. Schmeißt die Schalen aber auf keinen Fall weg, in ihnen steckt noch so viel Aroma, dass ihr daraus noch einen tollen Fond für eine Suppe kochen könnt. Ihr wisst ja, dass wir ohne grüne Chilis nicht leben können, daher dürfen sie auch hier nicht fehlen. Einfach halbieren und entkernen. Für mehr Urlaubsfeeling kommt auch Limette in unser Pulau. Nehmt Bio-Limetten, denn wir raspeln die Schale ab. Sie soll unserem Pulau am Ende noch so eine schöne Frische verleihen. Schneidet die Limette dann in solche Spalten. Den Anfang machen wie immer die Gewürze. Zimt, Kardamom, Senfsaat und Pfeffer werden angebraten, bis der Senf beginnt zu springen. Gebt jetzt Curryblätter und Zwiebeln hinzu und bratet sie an, bis die Zwiebeln glasig sind. Eine besondere Zutat, die wir uns für dieses Gericht überlegt haben, sind Kokoschips. Damit geben wir dem Gericht noch eine crunchy Textur hinzu. Bratet sie zusammen mit der grünen Chili und der Knoblauch-Ingwer-Paste für etwa 1-2 Minuten an, bis die Paste nicht mehr roh riecht und die Kokoschips leicht Farbe annehmen. Jetzt kommen gehackte Tomaten und die Pulvergewürze hinzu. Bratet sie so lange, bis das Öl wieder aus den Seiten hervortritt und eine dicke Gewürzpaste entstanden ist. Nun kommen die Garnelen in die Masala-Grundlage. Bratet sie von beiden Seiten, damit sie schön Farbe annehmen. Fügt die Bohnen und die Korianderstängel hinzu und hebt sie unter. Und damit ist die Hauptarbeit auch fast schon erledigt. Gebt jetzt den Reis samt Einweichwasser, Limettensaft und Salz hinzu und hebt den Reis behutsam unter, sodass er sich gleichmäßig verteilt und gerade so vom Wasser bedeckt ist. Bereitet das Pulau in einer breiten Pfanne zu, so wird der Reis schön gleichmäßig garen. So seht ihr, so sollte es aussehen. Gebt dann den Deckel drauf und lasst den Reis erstmal bei mittlerer Hitze für 2 Minuten kochen. Oh, und wichtig ist, dass ihr den Reis nicht mehr rührt, sonst garen die Körner nicht gleichmäßig und das Ergebnis wird nicht locker. Nach dem Aufkochen stellen wir die Hitze auf niedrige Stufe, bei uns ist das 3 von 9, und dann lassen wir den Reis erstmal 10 Minuten so köcheln. Wichtig ist auch, dass ihr den Deckel nicht hebt, sonst verdampft die Feuchtigkeit, die wir zum Garen brauchen. Schaltet jetzt den Herd aus und lasst euer Pulau für weitere 10 Minuten in der Resthitze ziehen. Der Reis ist fertig, sobald die Körner sich aufstellen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber halt, wir müssen unser Pulau noch in Szene setzen. Bestreut ihn mit dem Limettenabrieb und frischem Koriander. Jetzt noch die Limettenspalten auf dem Reis verteilen und servieren. Erinnert optisch ein bisschen an eine Paella, aber mit indischen Aromen und Basmati-Reis. Probiert unser Pulau aus und überzeugt euch selbst.
Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!